Hallöchen! Ich möchte heute so Hasenstecker machen, die ihr aber wieder total vielseitig verwenden könnt oder einsetzen könnt. Ich zeige euch kurz, was ihr dafür braucht. Und zwar ist es einmal eine Styroporkugel. Meine hat 8 cm im Durchmesser. Das könnt ihr natürlich wieder in der Größe wählen, wie es für euch passt. Dann habe ich hier Filzwolle, ein paar Drähte. Das sind diese geraden Blumendrähte, die man im Handel schon so in der Länge abgeschnitten kaufen kann. Ihr könnt aber auch jeden anderen stabileren Draht nehmen. Dann habe ich hier Boulliondraht und eine Schere. Das war es schon an Material. Und dann würde ich sagen, starten wir.
Meine Hasen sind fertig und ihr habt jetzt sämtliche Möglichkeiten. Entweder steckt ihr einfach nur einen Draht rein und verwendet es als Stecker, als Hasenstecker, den ihr, wenn ihr irgendwelche Topfblumen verschenkt oder Kräutertöpfe zu Ostern, einfach mit reinzustecken. Oder ich habe mir hier so einen kleinen Sockel aus Gießmasse gegossen und dann kann ich den so als Deko-Element einfach hinstellen. Oder ihr lasst den Draht hier unten komplett weg und setzt hier oben zwischen die Ohren so eine kleine Drahtöse. Dann könnt ihr den Hasenkopf auch aufhängen, zum Beispiel am Osterstrauß oder in verschiedenen Höhen, wenn ihr mehrere macht, einfach ins Fenster hängen. Ich finde, das sieht auch super süß aus. Also ihr seht, ihr habt wieder alle Möglichkeiten und es ist wirklich super schnell gemacht. Ja, das war's diese Woche wieder. Ich hoffe, euch gefallen meine kleinen Hasen und wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und danke fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.